Hallo. Im heutigen Video will ich mir mal mit euch anschauen, was ist eigentlich ein CEO-Fraud? Um was geht es dabei? Es geht dabei um Betrugsmaschen, wo ja, die Namen von gewissen internen schützenswerten Benutzern, zum Beispiel Geschäftsführer, ein Buchhalter, jemand, der Prokura hat, ein Abteilungsleiter, benutzt werden könnte, um dann einen gezielten Angriff zu machen, um beispielsweise Informationen oder auch Gelder zu bekommen. Schauen wir uns mal im nächsten Bereich an, wie so ein Angriff bzw. wie so eine Attacke aussehen könnte. Alles fängt im Grunde damit an, dass erstmal spioniert wird. Also es wird geguckt, beispielsweise bei LinkedIn, Xing und so weiter. Wer sind denn die Entscheidungsträger in einem Unternehmen und wer könnte dann potenziell als Opfer in Frage kommen? Als nächstes gucke ich per Social Engineering, ist da mein Opfer, das ich auserkoren habe, überhaupt bereit, per E-Mail mit mir zu kommunizieren. Das bedeutet, in der Regel fange ich erstmal mit einer harmlosen Kommunikation an und gucke danach, antwortet mein potenzielles Opfer überhaupt auf diese Mails. Ja, wenn das erfolgt ist und das potenzielle Opfer auch geantwortet hat, erfolgt der eigentliche Angriff. Der eigentliche Angriff kann sein, dass ich beispielsweise sage, dass sich meine Bankverbindung geändert hat, dass ich vielleicht besondere Geschäftsunterlagen haben möchte und so weiter. Nachdem wir darüber gesprochen haben, wie so ein CEO-Fraud aussieht und welche Abläufe da genau stattfinden, wie kann man sich denn eigentlich davor schützen? Ja, die erste Lösung kann zum Beispiel sein, ein starkes E-Mail-Security-Gateway zu haben. Und natürlich zu gucken, ob die Domain, die dort etwas reinsendet, gefälscht sein könnte oder nur so aussieht wie meine eigene Domain. Der zweite und viel wichtigere Part ist eigentlich zu gucken, taucht im Absenderfeld, also in der E-Mail-Adresse oder auch im Display-Name, ein schützenswerter interner Benutzer auf. Ja, wie mache ich das beispielsweise mit einem No-Spam-Proxy? Wir regeln das Ganze über AD-Gruppen. Das bedeutet, unsere Administratoren pflegen die Benutzer, die geschützt werden müssen, beziehungsweise deren Namen über eine AD-Gruppe. Die wird in den No-Spam-Proxy synchronisiert und fortan sucht der No-Spam-Proxy bei allen eingehenden Nachrichten nach Vorname- und Nachname-Kombinationen. Um euch nun mal aufzuzeigen, wie euch ein No-Spam-Proxy konkret schützen kann, habe ich bei mir alles eingerichtet. Meine fiktive Geschäftsführerin ist die Sina Esmaim. Also mein No-Spam-Proxy sucht in allen eingehenden Nachrichten nach der Kombination aus Sina und Esmaim im Absenderfeld. Das Ganze ist hier auch passiert. Das bedeutet, es kam eine Mail rein, es wurden Gehaltsdaten angefragt und No-Spam-Proxy hat etwas damit getan. Ich mache das Ganze mal auf und wir sehen dann schon in den Aktivitäten, es gab einen möglichen CXO-Fraud. Das bedeutet, jemand mit dem angeblichen Namen Sina Esmaim hat versucht, eine Mail zu schicken und die Mail wurde erfolgreich an mein Fraud-Postfach zur weiteren Analyse umgeleitet. Somit habt ihr einen relativ sinnvollen und wirkvollen Schutz gegen gezielte Spear-Phishing-Angriffe oder auch CEO-Frauds.